Ein Berg voller Geheimnisse. Ein Ort, an dem Menschen spurlos verschwinden. Ein Berg, von dem erzählt wird, dass Zeit hier anders vergeht. Der Untersberg, sagenumwoben, gefürchtet und faszinierend. Wir begeben uns auf eine Spurensuche zwischen belegten Vermisstenfällen, uralten Legenden und unseren eigenen Recherchen mittels Remote Viewing. Der Untersberg erhebt sich direkt an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, südlich von Salzburg und oberhalb von Berchtesgaden. Ein wuchtiger Kalkstock aus Stein, durchzogen von über 400 bekannten Höhlen, Dolinen und steilen Rinnen. Sein Ruf ist einzigartig. Schon im Mittelalter war er Gegenstand von Sagen, in der Neuzeit sogar Forscher, Esoteriker und Abenteurer an. Der Untersberg gilt vielen als mystischer Kraftort. Für andere ist es schlicht ein gefährliches Gebirge. Wir wollen beides betrachten, die harten Fakten und die Mythen. Wir beginnen unsere Reise in der Almbachklamm auf der deutschen Seite. Ein tiefer Einschnitt ins Gestein, mit Holzstegen, die sich an Felswänden entlangziehen. Das Rauschen des Wassers, die Enge der Schlucht. Schon hier spürt man, wie der Berg eine besondere Atmosphäre aufbaut. Doch die Almbachklamm ist nicht nur Natur, sie war früher auch ein Ort harter Arbeit. Hier drifteten Holzknechte ihr Holz und in der Marmorkugelmühle wurden aus dem harten Untersberg Marmorkugeln geschliffen, die bis in ferne Länder exportiert wurden. Zugleich rankten sich auch hier Sagen um die wilde Kraft des Wassers. Man erzählte von Wassergeistern, die Wanderer in die Tiefe ziehen. Für die Einheimischen war die Klamm ein Ort des Respekts und der Gefahr. Natur, Arbeit, Legende. Alles vereint sich in dieser Schlucht, die das Tor zum Untersberg bildet. Am Ende der Klamm erreichen wir die Wallfahrtskirche Ettenberg, die wie ein Wächter über dem Tal steht. Ein barocker Sakralbau, der bis heute Pilger anzieht. Im Inneren fällt sofort das große Deckenbild ins Auge, die Krönung Mariens, ein Symbol für Hoffnung und Erlösung. Draußen am Berg aber erzählen die Leute seit Jahrhunderten von Zwergen, vom Teufel und von dunklen Gestalten. Drinnen das Versprechen des Himmels, draußen die Furcht vor den Mächten des Untersbergs. Von Markt Schellenberg führt ein steiler Weg hinauf in Richtung Schellenberger Eishöhle. Hier ist alles friedlich, ruhig und mystisch. Wir gehen jetzt zur Eishöhle, ha? Das schafft man nicht. Wieso nicht? Meinst du nicht? 3,5 Stunden? Das ist ein Aufstieg für Normallaufende mit 3,5 Stunden. So viel Zeit haben wir. Ja, das könntest ja ein bisschen raffen, die Zeit. Vielleicht indem wir ein bisschen schneller gehen. Wir müssen auf die Zeit auch nochmal spekulieren hier. Ja, genau, das wär super. Ja. Also, bitte einmal um Unterstützung. Ja, wir laufen immer noch. Also die Eishöhle ist ja nun mal nicht so um die Ecke, ne? Wo bleibt denn jetzt Marie? Ach, da kommt sie, die Marie. Marie? Marie, du sag mal, meinst du, dass es in der Eishöhle auch Eis gibt? Hä? Meinst du, dass es in der Eishöhle auch Eis gibt? Naja, warum gehen wir sonst dahin? Ich möchte Schoko. Und du? Oh, ich auch. Ich liebe Schoko. Ich habe keine Ahnung, warum das Eis wieder heißt. Wahrscheinlich Wintereis, das da drin alles Tropfstein ist. Müssen wir Sag mal nicht so desinteressiert hier. Mal eine vernünftige Moderation hier, Madame. Also, ich habe keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mich auch vorab nicht informiert. Das mache ich tatsächlich nie, wenn ich solche Projekte starte, weil ich so wenig Vorabannahmen wie möglich reinbringen möchte. Die Recherche kommt danach. Ja? Die Tipps nehme ich an. Die Leute sagen mir, hey, hier und da und überhaupt. Dann nehme ich das an, dann gehe ich hin und danach
Boah, fass ich zusammen. Was lachst denn du so? Ich lach doch gar nicht. Ja, das war sehr professionell. Diese Mütze an, wie hast du genannt? Was? Welche Mütze? Aisha. Aisha! Aisha! Entfernung bis zur Ankunft bei normalem Tempo 3,5 Stunden. Und wir versuchen mal so weit wie möglich zu kommen heute. Du, ich habe vorhin auch auf dich gewartet. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir befinden uns oberhalb des Wassers. Weißt du, was es ist? Das ist die Almbachklamm, soweit ich mich erinnern kann. Und von der anderen Seite kannst du da eben entlang laufen. Kannst sogar, das ist eine Stelle, da gehst du durch den Felsen durch. Da runter. Dann kommen wir nicht mehr hoch. Ich glaube, wir müssen sowieso schon mal da so unter das Berg. Das heißt, wir müssen sowieso hier um die Ecke wahrscheinlich vom Weg her. Da oben müsste es dann meiner Erinnerung nach eine Stelle geben, wo das Wasser auch direkt ist. Ich weiß aber nicht mehr genau. Schauen wir mal. Wir geben uns jetzt mal abseits der Wege und steuern durch den Wald direkt auf den Untersberg zu. Weil wie man weiß, findet man auf den normalen Wegen, wo jeder lang geht, eh nichts. Man muss dann schon ein Stück rein. Das ist aber ein kleiner Weg. Das heißt, alle Naturfreunde brauchen sich keine Gedanken machen. Das ist ein Seitenweg, den viele benutzen. Und genau, sonst wäre es hier gesperrt, denke ich mal auch. Und wir bleiben auch auf diesem Weg und gehen nicht ins Unterholz. Oh, siehst du, hier ist das Wasser. Oh, geil. Das ist doch eine schöne Rast hier, hä? Also ich bleib hier. Das ist reinste Schmetterlingsparadies hier. Und Benita, dein Resümee für heute? Ja. Von heute? Das Berg müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Mhm. Nee. Da müssen wir hoch. Ja gut, aber dann lass uns nächstes Mal halt Salzburg und dann nochmal mit der... Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Gondel mitmache. Nee, eigentlich eher nicht. Mir reicht jetzt der Flug in die USA. Ich glaube, da muss ich eh schon Schlaftabletten nehmen. Nein, aber Seilbahn, die gibt es ja genauso. Da muss man einfach nach unten gucken. Ja, ich Oder saß... wir gucken uns an und machen uns einen Disney-Film an oder so, bis wir oben sind. Das Problem ist nicht mal nur die Höhe, ja, sondern die Höhe in Kombination mit einem kleinen Raum, aus dem du nicht raus kannst.
wann du das möchtest. Du bist gefangen in der Höhe, im kleinen Raum. Und das ist das Gleiche wie im Flugzeug. Und das heißt, du bist abhängig von anderen. Du musst vertrauen, dass die keinen Bock Mist bauen, gell? Mhm. Das hat man nicht so. Ja. Vertrauen. Nee. Aber vielleicht wird es Zeit, dass man wieder Vertrauen in andere lernt. Weil dann kann man ja gemeinsam sich gegenseitig Vertrauen schenken. Oder? Ja. Dann halten wir uns an den Händen, gucken wir uns an. Sagen piep, 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 ich habe euch alle lieb. Ja, genau. Und dann sage ich, nö, das stimmt eigentlich nicht. Naja, dieses Thema, ich liebe euch alle, soweit bin ich noch nicht, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob ich euch will. Ich mag alle, aber Liebe, weiß ich nicht. Nö, Das ist ne? ein schwieriges Thema. Da muss man Spaß damit umgehen. Ja. Akzeptanz für alle. So, ja? Ja. Das ist ja okay. Mann! Das ist jedes Jahr Ja, einmal rechts, einmal links. ist immer der Der gleiche rechte Schuh. zu, ist der linke auf. Ist Warum holst du dir nicht mal neue Schuhe? Nein, die sind neu. Ach so, die Alten haben doch auch schon solche komischen Nee, ja, die Anwandlungen gehabt. waren schon immer die. Ach so. Habe ich mir extra für Juni 2024 gekauft. Ja, siehste, und ab da gehen die Schuhe auf. Wir wechseln auf die österreichische Seite. Schon die Hinfahrt zeigt, wie gewaltig das Massiv wirkt. Ein Berg, der Salzburgs Skyline dominiert. Mit der Untersbergbahn geht es hinauf. So, wir gehen jetzt los zur Untersbergbahn in Salzburg. Und das wird eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, geht schon hoch, gell? 1800 Meter. Ja. Also ist schon eine Herausforderung, aber das mache ich alles nur für die Forschung. Und für die Mädels, weil die sind ja heute nicht dabei und ich muss es alleine machen. Der Timo ist hier, aber ihr wisst ja, selbst ist die Frau, gell? Im Inneren. Ich bin gespannt, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, gell? Dann sage ich mir mal, gute Fahrt. Die Seilbahn bringt uns direkt ins Hochgebirge. Eine Welt aus Fels und Karst. Ich kann euch gar nicht vorstellen, was ich gerade hinter mir habe. Das ist das Schlimmste, das war das Schlimmste in meinem ganzen Leben, was ich jetzt gerade gemacht habe. Oben angekommen öffnet sich ein Panorama, das gleichzeitig wunderschön und bedrohlich wirkt. Von der Bergstation wandern wir weiter zur Mittagsscharte. Hier oben zeigt der Untersberg sein wahres Gesicht. Zerklüftete Felsen, Dolinen, unübersichtliches Gelände. Es ist genau diese Landschaft, die den Berg so gefährlich macht. Wer hier abkommt, verliert schnell die Orientierung und manchmal sein Leben. So, wir haben die erste Etappe erreicht. Jetzt geht es erstmal wieder nur bergab. Und dann werden wir hoffentlich bald mal bei der Mittagsscharte ankommen. Aber ehrlich gesagt habe ich kein Zeitgefühl mehr am Untersberg. Und das Kreuz entfernt sich immer weiter. Und das müssen wir alles wieder zurück, gell? Und irgendwie hört es nicht auf. Also es ist jetzt so, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich einer nächsten Herausforderung gegenüberstehe. Das ist die letzte Etappe vor dem Ziel. Hallo Timo. Komm, halt mal den Laden nicht auf. Das muss ich dokumentieren für die Nachwelt. Hier geht es extrem runter. Wir gehen alle zwischen den Dingern runter. Wie, ist hier jetzt gar kein Weg mehr? Jetzt bin ich unter Druck. Also, Ja, Ist hier kein Weg mehr? das geht immer so bei so Leiterchen. So, meine Lieben, ich bin kurz davor. Es dauert wahrscheinlich noch 10 Minuten bis zur Mittagsscharte. Und hier habe ich mal wieder das Zepter übergeben oder die Verantwortung übergeben, weil das schaffe ich nicht. Ich komme hier nicht runter. Das ist mir viel zu hoch. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich hier wieder zurückkomme. Ich zeige euch das gleich mal, wie unglaublich hoch das ist. Und es geht halt einfach nur runter. Ja, und der Timo und auch der Theo, die haben jetzt für mich das übernommen, die Bilder aus der Höhle zu machen. Das heißt, da haben wir nichts verloren, aber ja, für mich ist hier Schluss. Sicher ist sicher. Aber schaut mal,
Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Und das ist echt furchtbar. Ja, so ist es halt manchmal. So, ich habe es fast geschafft, bin wieder oben. Ich gebe euch echt einen Tipp, bei Höhenangst sowas nicht zu machen. Das ist einfach zu gefährlich. Man merkt richtig, dass die Stabilität in den Beinen einfach weg ist. Ist einfach weg. Ich bin jetzt schräg wieder hoch, wo es eigentlich begehbar war, aber das kriegt man dann nicht mehr raus. Aber für mich zeigt es, da müssen noch Ängste gelöst werden. Ich hoffe, ich habe keinen starken Todesangstkonflikt erlitten. Ja. Nee. Also nochmal komme ich hier nicht her und ich hoffe, dass das von dem Videomaterial, das wir sammeln, einfach genügt. Also, ob man es glaubt oder nicht, wir haben uns am Untersberg verlaufen. Bitte? Ich mache gerade hier ein Statement. Wir sind den Weg ganz normal gefolgt. Es gab die Pfeile, es gab die Zeichen, aber hier geht es halt nirgends weiter. Hier geht es einfach nirgends weiter. Ich bin überzeugt gewesen, wir sind hier durchgekommen und es ging hier weiter nach. Wir sind durch dieses Steindingsbums. Ja? Intuition ist gefragt. Wir gehen am besten nochmal zurück zum Abgrund. Nö. Nö. Nur noch bergauf. Falls irgendjemand dieses Handy finden sollte und nicht mehr mit mir sprechen kann, ich möchte, dass diese Folge den Titel Verschollen am Untersberg trägt. Ja? Das gibt Klicks. Möglichkeiten für Zeitlinien. Jetzt ist den ganzen Weg zurück. Nee, da oben. Aber das ist doch gar kein Pfeil. Wenn wir geguckt hätten, das sind ja weitere Zeichen. Nur weil der so ein blödes Eck gemacht hat, sind wir darüber. Aber da sind die Leute hergekommen. Okay, wir versuchen es einfach. Was bleibt uns anderes übrig? Ah, die kommen hoch, nicht runter. Mutig, hey. Ja, und dann steht er auch noch rückwärts zum Abgrund. Ach du heiliges Kanonenrohr, wirklich. Da kannst du jetzt aber runterkommen. Wahnsinn. Hier stehen der Einfachrücken im Rücken zu der Gefahr. Einfach so. Was? Tödlich oh nee, negative Sachen wollen wir nicht. Und da unten ist die Landebahn des Flughafens Salzburg. Mhm. Das gibt's doch jetzt wirklich nicht. Es lebt. Ja, vielleicht waren es ja nur noch 5 Minuten. Ja, dann Hallo? und? Na? Wie viele Minuten habt ihr ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr mitgegangen sind, noch gebraucht, bis ihr bei der Höhle wart? Ich sag mal Viertelstunde. Nee, das ist schon länger. Ja, war schon noch ein gutes Stück.
Echt? Ja. Nein, Ging noch ordentlich bergab. Also, ja, ihr habt war nicht die eigentlich noch ganzen ganz am Steilen Boden, ist auf der Seite ausgestiegen. Wir sind erst seit 20 Gott sei Dank. Ach so. Aber Ja? Naja, wir haben es gerade hingesetzt mal, aber Session, die ich gemacht habe, die Skizze, was ich im Kopf hatte, Also ich glaube, das ist extrem gut. sie haben Blödsinn gewesen zu rennen und dann... Die Krasselhöhle haben wir auf einer eigenen Tour besucht, abseits der Gipfelregion. Der Weg führt gemütlich durch den Wald, ohne große Anstrengung, ein deutlicher Kontrast zu den steilen Karstwegen weiter oben. Am Ende des Pfades öffnet sich die Höhle. Sie ist nicht spektakulär groß, doch sie vermittelt das Gefühl, wie viele verborgene Öffnungen der Untersberg tatsächlich hat. Gerade in solchen Höhlen und Spalten beginnt die Fantasie. Hier könnte man verschwinden. Wir könnten sagen, ihren Ursprung haben. Wir gehen wandern zur Kasselhöhle. Wir folgen jetzt der Gruppe, die sehen wir gleich nicht mehr. Und ich habe keinen Schlafsack dabei. Wenn wir die jetzt verlieren, hier gibt es Wölfe und Bären. Ja, Gott sei Dank. Erdbeeren. Dann erledigt sich das von alleine. Ja, das nennt man Alpenscheidung. Ja. Wenn die Frau die Klippe runtergestoßen wird. Ich bin interessiert. Läufst du vor, jetzt hänge ich mich an dich dran. Nö. Los, vor jetzt. Doch so nüchtern das klingt, die Vermisstenfälle sind real. Einer der bekanntesten, Gerhard L. aus Grödig. Im Januar 2012 bricht er zu einer Tour auf und verschwindet. Monatelange Suchaktionen mit Hunden, Wärmebildkameras und Seilmannschaften bleiben erfolglos. Bis heute gibt es keine Spur. Noch bekannter, das Münchner Ehepaar F. und ihre Freundin. Im August 1987 gelten sie als vermisst. Polizei und Bergrettungen suchen tagelang ohne Erfolg. Erst im November 1987 berichten Zeitungen, die drei hätten sich telefonisch aus Ägypten gemeldet. Das sind gesicherte Fakten. Verschwunden im Sommer, gemeldet aus dem Ausland im Herbst. Ein einzigartiger Fall, der den Ruf des Untersberg prägte. Doch warum wird der Untersberg mehr gehypt als andere Berge? Weil er seit Jahrhunderten mit Sagen überzogen ist. Man spricht von Zwergen, die Menschen in den Berg locken, von Zeitlöchern, die Stunden zu Jahrzehnten machen, von Kaisern, die im Berg schlafen und irgendwann zurückkehren sollen. Die Geschichten erklären, warum der Berg so besonders wirkt.
Fakten und Legenden mischen sich hier, bis kaum mehr zu unterscheiden ist, was real ist und was erfunden. Um im Fall Gerhard L. und beim Münchner Ehepaar mehr Klarheit zu gewinnen, haben wir nach intensiver Recherche eigene Remote Viewing Sessions durchgeführt. Unser Ziel? Herauszufinden, ob sich Eindrücke ergeben, die über die bekannten Fakten hinausweisen. Ob die Legenden vielleicht doch einen wahren Kern haben? Ein Sommertag im Jahre 1987. Ein Münchner Ehepaar, Hermann und Maria F., bricht gemeinsam mit einer Freundin zu einer Wanderung am Untersberg auf. Sie kehren nie zurück. Ihre Rucksäcke, Kleidung, ihr Auto, alles bleibt zurück. Wochen vergehen. Keine Spur. 3 Monate später, dann ein überraschender Funkspruch. Ein deutsches Frachtschiff meldet, 3 deutsche Staatsbürger lebend an Bord im Roten Meer. Sie sagen, sie hätten sich einfach entschieden, wegzugehen. Keine Erklärung, keine Details. Und doch bleibt die Frage offen. Was ist in diesen 3 Monaten wirklich geschehen? Um dem näher zu kommen, wurden 2 Remote Viewing Sessions durchgeführt. Die Wahrnehmenden wussten nichts über den Fall. Kein Ort, kein Name, kein Kontext. Ziel war es, Informationen aus der Tiefe der Wahrnehmung zu erhalten, unverfälscht, ungefiltert und neutral. Die erste Session richtete sich auf das Umfeld des Verschwindens, die zweite auf das Erleben der Personen selbst. Der Viewer beschreibt einen abgeschiedenen Ort, karg, weit und erdig, in einer künstlich wirkenden Struktur, die nicht wie ein Wohnhaus wirkt, sondern wie ein technischer Bau. Rundherum befinden sich Objekte, flache, runde, metallische Scheiben. Sie werden bearbeitet durch Energie, durch Temperatur. Es wirkt, als würde ihnen etwas einprogrammiert. Anschließend werden sie an der Struktur angebracht. Der Zweck? Abschirmung oder Aussendung. Möglicherweise beides. Ein zweites Objekt fällt auf. Größer, turmartig wie eine Antenne. Es scheint Signale zu empfangen oder zu senden. In weite Ferne und in große Tiefe. Ein technisches System, das wirkt, aber dessen Zweck nicht offen liegt. Doch es bleibt nicht bei toter Technik. Es gibt Auswirkungen. Der Viewer beschreibt, wie Pflanzen in der Nähe dieser Objekte zunächst vitaler wirken, schneller wachsen, kräftiger erscheinen. Doch nach kurzer Zeit Zusammenbruch, Zerfall und keine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand. Diese Wirkung wird als manipulierend wahrgenommen, nicht tödlich, aber auch nicht natürlich. Ein Eingriff, der optimiert, aber nur für eine begrenzte Zeit. Gibt es einen Zusammenhang zum Verschwinden? In der Sitzung wird keine Szene des Verschwindens gezeigt, aber es entsteht das Bild eines Ortes, an dem technische Vorgänge ablaufen, die auf biologische Systeme wirken können. Vielleicht auch auf Menschen. Und wenn Menschen in so ein Feld geraten, bewusst oder unbeabsichtigt, könnte das erklären, warum sie plötzlich nicht mehr da sind. Nicht getötet, nicht entführt, sondern aus der Erreichbarkeit herausgenommen. Die zweite Session verfolgte das Ehepaar selbst, vom letzten Moment ihrer Sichtung bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich wieder meldeten. Zuerst alles normal. Präsenz, Kraft, Klarheit. Kein Hinweis auf Desorientierung oder Schwäche. Dann beginnt ein Übergang. Zäh, verlangsamend, wie ein Abtauchen. Nicht abrupt, sondern als schrittweiser Verlust von Verbindung. Der Viewer beschreibt diesen Zustand als wie in Honig, wie eine Puppe in einer Waschmaschine. Kein Schmerz, keine Angst, aber auch kein Bewusstsein mehr über das, was geschieht. Es folgt eine Phase völliger Abwesenheit. Kein Zeitgefühl, kein Ort, kein Vorher, kein Nachher. Eine Art Zwischenraum, Stillstand und unfassbar, aber nicht bedrohlich. Der Viewer erlebt diese Phase als leer, stagnierend, neutral, fast gleichgültig. Und dann die Rückkehr. Plötzlich ist die Zielperson wieder da. Klar, kräftig, wach und lebendig. Aber nicht wie zuvor.
Es ist ein Zustand, der sich verändert anfühlt. Nicht schlechter, sondern wie neu geordnet. Die Vergleiche aus der Session, wie aus einer Waschung kommt oder wie ein zusammengefallener Lego-Turm, der neu aufgebaut wurde. Doch wichtig, der Viewer beschreibt keinen inneren Wandel, keine seelische Erleuchtung. Was sich verändert hat, muss nicht das Wesen selbst gewesen sein, sondern möglicherweise einfach der Ort, an dem es sich befindet. 2 verschiedene Ansätze. Ein Ort mit technischen Vorgängen, die auf lebendige Systeme wirken, und ein Mensch, der in einen Zustand gerät, in dem Zeit und Raum nicht mehr spürbar sind, bis er wieder auftaucht, verändert aber lebendig. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen, keine Gewalt, aber es gibt etwas anderes. Ein Prozess, der außerhalb unserer gewohnten Wahrnehmung liegt. Ein Einfluss, vielleicht technisch, vielleicht energetisch, sicher aber wirksam. Was am Untersberg wirklich geschah, weiß niemand. Aber was in diesen Sitzungen sichtbar wurde, legt eines nahe: dass es Zonen gibt, in denen andere Gesetzmäßigkeiten wirken. Zonen, in denen Menschen verschwinden, nicht weil sie verloren gehen, sondern weil sie vorübergehend nicht mehr erreichbar sind. Am 21. oder 22. Januar 2012 verschwindet am Untersberg bei Salzburg ein Mann spurlos. Gerhard L., geboren 1967, wohnhaft in Grödig. Er war ein erfahrener Berggeher, der das Gebiet wie seine Westentasche kannte. Doch an diesem Winterwochenende verliert sich seine Spur und bis heute ist nichts von ihm gefunden worden. Das letzte sichere Lebenszeichen stammt vom Sonntagvormittag. Zeugen sehen ihn beim Aufstieg nahe der Bergrettungshütte bei der Schweigmüllalm. Am Montag fällt sein Fehlen auf. Er erscheint nicht bei der Arbeit. Und am Nachmittag wird er offiziell als vermisst gemeldet. Die Suche startet am nächsten Morgen. Die Bedingungen sind extrem. Sturm, dichter Schneefall, schlechte Sicht. Alles, was Spuren hätte verraten können, wird von den Schneemassen ausgelöscht. Die Bergrettung Grödig sucht über viele Monate hinweg, mit Hunden, Seilmannschaften, Wärmebildkameras, doch das Ergebnis bleibt gleich. Keine Spur. Die wahrscheinlichste Erklärung: Gerhard L. ist im unwegsamen Karstgelände vom Weg abgekommen. Dort oben gibt es unzählige Dolinen, tiefe Einstürze im Gestein. Ein Sturz in eine dieser Spalten, dazu Neuschnee, könnte erklären, warum er bis heute unauffindbar blieb. Spekulationen, doch der Untersberg ist nicht irgendein Berg. Seit Jahrhunderten ranken sich Sagen und Legenden um ihn. Immer wieder wird von Menschen berichtet, die spurlos verschwinden. Manche sehen auch den Fall Gerhard L. in dieser rätselhaften Tradition. Fakt ist, bis heute wurden keinerlei Ausrüstung, keine Leiche, kein persönlicher Gegenstand gefunden. Unweit der Schweigmüllalm erinnert eine Gedenkstätte an Gerhard L. Der Inschrift trägt seinen Namen und den Hinweis: vermisst seit 21. Januar 2012. Der Fall Gerhard L. bleibt ungelöst. War es ein tragischer Unfall in einem unberechenbaren Gelände? Oder reiht sich sein Verschwinden in die mysteriöse Geschichte des Untersbergs ein? Bis heute gibt es keine Antwort, nur offene Fragen. Und genau an dieser Stelle setzt unser Versuch an, dem Geheimnis auf eine andere Weise näher zu kommen. Mit Remote Viewing, einer Methode, die uns Eindrücke jenseits der sichtbaren Spuren liefern kann. Der Viewer nimmt eine geschlossene Umgebung wahr, die an einen unterirdischen oder geschützten Raum erinnert. Der Aufbau wirkt strukturiert, ruhig, in sich stimmig. Im Zentrum fällt eine runde, kugelförmige Form auf, umgeben von klaren Linien oder Markierungen. Die Umgebung wirkt als ruhig, fast geordnet empfunden, mit einer Atmosphäre, die Konzentration oder Fokussierung zulässt. Ein auffällig gestalteter Gegenstand befindet sich am Boden. Er ist rechteckig, massiv und wirkt aufgeladen oder bedeutsam, nicht durch Aktion, sondern durch seine Präsenz im Raum. Die Wandflächen erscheinen nicht roh oder rein funktional, sondern bearbeitet,
mit Farbanteilen, angedeuteten Ornamenten oder Strukturen, die teilweise an Darstellungen erinnern. Die Formensprache ist nicht modern, sie wirkt eher alt oder traditionell. In einem angrenzenden Bereich wird ein textiler Gegenstand wahrgenommen, hängend oder ausgebreitet. Er enthält Muster, wirkt weich, hell, möglicherweise von symbolischer Bedeutung. Doch das bleibt offen. An einer Stelle scheint der Raum eine Öffnung zu haben, eine Art Lichtdurchlass, eventuell ein Fenster oder eine Öffnung zur Außenwelt. Durch diesen Bereich wirkt es, als würde die innere Umgebung mit etwas außerhalb verbunden sein. Später nimmt der Viewer ein nichtmenschliches Lebewesen wahr. Die Form erinnert entfernt an ein tierisches Wesen mit gestreiften Mustern. Es erscheint deutlich, aber ohne erkennbare Interaktion, eher wie ein Teil des Umfelds oder der Umgebung. Die Wahrnehmung bleibt begrenzt auf Präsenz. Eine genaue Einordnung ist nicht möglich. Ein weiterer Abschnitt führt durch einen engen Übergang, eine Art Tunnel, Passage oder Verbindung zu einem angrenzenden Bereich. Die Struktur wirkt stabil, mit klaren Linien und kantigen Elementen. Am Ende der Session sieht der Viewer die gesamte Struktur aus einer erhöhten Perspektive. Ein Bereich im Inneren eines Berges mit räumlichen Unterteilungen, Eingangsstrukturen und Verbindungen. Darunter existiert eine zweite, tiefere Ebene, technisch, mehrstöckig, mit zentralem Verbindungspunkt. Diese untere Struktur wirkt verlassen, aber erhalten, nicht aktiv, aber vorhanden. Die beiden Ebenen, oben und unten, unterscheiden sich stark in ihrer Art. Die obere ist zugänglich, atmosphärisch, eher räumlich gedacht. Die untere ist präzise, technisch, funktional und scheint aus einer anderen Zeit oder von anderer Herkunft zu sein. Die zweite Remote Viewing Session widmet sich dem Geschehen rund um Gerhard L. aus einem anderen Blickwinkel, mit Fokus auf die genaue Abfolge der Vorgänge, die zu seinem Verschwinden führten. Zu Beginn ist er nicht allein. Der Viewer nimmt eine zweite Gestalt wahr, ein Lebewesen. Es ist nicht klar definierbar, zeigt aber Präsenz. Zwischen beiden steht eine Spannung, keine offensichtliche Handlung, kein Kampf, aber eine Auseinandersetzung auf emotionaler oder energetischer Ebene. Danach verschwindet das Wesen aus der Wahrnehmung. Gerhard L. steht nun alleine in der Landschaft. Er wirkt verunsichert, orientierungslos. Er sucht nach Halt, nach einem Ausweg, aber niemand ist bei ihm. Die Situation scheint bedrohlich. Er ist auf sich gestellt. Dann verändert sich die Umgebung. Gerhard L. befindet sich auf einer schrägen Fläche, möglicherweise ein Hang oder ein instabiler Untergrund. Die Fläche wirkt rutschig, sie knirscht, gibt nach. Gerhard L. verliert den Halt, versucht sich festzuhalten, rutscht aber ab. Der Vorgang geschieht von oben nach unten, eindeutig physisch wahrnehmbar. Am Ende der Session verändert sich Gerhard L.'s Zustand. Er wirkt innerlich ruhiger, fast gelöst. Der Viewer beschreibt eine Wandlung, als würde etwas von ihm abfallen. Der Begriff Aufsteigen taucht auf. Eine Beschreibung, die auf eine Art inneren Übergang hindeutet. Ob dieser Vorgang einen metaphorischen, psychischen oder physischen Abschluss beschreibt, das bleibt offen. Diese Session zeigt keine künstlichen oder symbolischen Elemente. Sie beschreibt einen Ablauf, der, trotz aller Unsicherheiten, klar strukturiert wirkt. Eine Begegnung, ein Konflikt, ein Unfall, ein innerer Wandel. Ob dies den tatsächlichen Ablauf des Verschwindens abbildet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Doch die Darstellung ist in sich stimmig und liefert ein nachvollziehbares Szenario für das, was mit Gerhard L. geschehen sein könnte. Die Sessions zu den beiden Fällen zeigen zwei sehr unterschiedliche Abläufe, und doch gibt es eine Gemeinsamkeit, die auffällt. In beiden Szenarien taucht eine Struktur auf, die wie eine technische Anlage wirkt. Eine moderne Konstruktion, kein Gebäude im klassischen Sinn, aber ein Raum, bewusst geformt, technisch geprägt. Beim Münchner Ehepaar wirkt diese Struktur wie ein temporär aktivierter Bereich, ausgelöst durch einen Vorgang, der wie ein Experiment erscheint. Die Betroffenen gerieten unbeabsichtigt in den Einflussbereich dieses Effekts. Im Fall Gerhard L.
hingegen wird ebenfalls ein geordneter Raum beschrieben. Auch hier gibt es technische Elemente, zusätzlich zu einem massiven Block und klar gegliederten Ebenen. Teilweise unterirdisch, teilweise atmosphärisch. Die übrigen Inhalte unterscheiden sich deutlich. Beim Ehepaar handelt es sich um eine passive Erfassung. Sie wurden nicht verfolgt, nicht angegriffen, sondern lediglich erfasst, als sich etwas aktivierte. Sie verschwanden spurlos und tauchten Wochen später wieder auf. Bei Gerhard L. dagegen zeigt sich ein aktives Geschehen. Ein Lebewesen, eine direkte Konfrontation, ein Unfall. Möglicherweise durch äußere Einflüsse ausgelöst. Der Viewer beschreibt einen körperlichen Vorgang, Abrutschen, Kontrollverlust und Auflösung. Ob die technischen Anlagen im Zusammenhang stehen, bleibt offen. Es könnte sich um unterschiedliche Aspekte einer größeren Struktur handeln oder schlicht um zwei voneinander unabhängige Vorkommnisse in einem Gebiet, das mehr verbirgt als sichtbar ist. In jedem Fall aber gilt: beide Sessions liefern Hinweise auf nicht kartierte, möglicherweise verborgene technische oder energetische Zonen am Untersberg. Was diese Anlagen tun, wer sie betreibt oder ob sie überhaupt noch aktiv sind, bleibt unklar. Aber ihre Präsenz ist in beiden Fällen so auffällig, dass man sie nicht ignorieren kann. Der Untersberg ist ein Berg der Gegensätze. Er ist objektiv gefährlich. Ein unübersichtliches Karstgebirge, in dem Menschen verschwinden können. Er ist aber auch über Jahrhunderte mit Mythen aufgeladen, von Zwergen, Kaisern und Zeitlöchern. Gesichert ist: Gerhard L. blieb seit 2012 spurlos verschwunden. Das Münchner Ehepaar von 1987 kehrte nach Monaten überraschend zurück. Alles andere sind Legenden, Überlieferungen und Fragen. Doch gerade das macht den Untersberg so besonders. Er ist ein realer Ort, an dem Menschen verschwinden und gleichzeitig ein mystisches Symbol, das bis heute Rätsel aufgibt. Eines ist sicher: die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Human Show. Women wake up. The free human. The True Human Show. Supported by the Matrix. Controlled remote viewing.